P696 GJ, Modelljahr 2021. Guten Morgen, Steffi. Guten Morgen. Ja, die Stefanie, die hat nämlich einiges rausbekommen, nämlich unter anderem, wie ein Bett hinten funktioniert. Wir haben nämlich hinten in diesem Fahrzeug hier bei dem 696 eine Spielwiese drin. Und diese Spielwiese werden wir Ihnen gleich mal zeigen, auf Basis von Fiat Ducato. Ein Pilote mit großem Fenster drin oben, dass man auch dieses Jahr schön hell hat. Ja, das finde ich sehr schön. Nicht so bedrückend, dass man rausgucken kann. Licht ist immer gut. Du musst nichts kurbeln bei dem Fenster übrigens. Das zeige ich gleich mal. Ah, okay. Also du kannst es gleich mal Also ausprobieren. ganz entspannt. Wenn du es noch nie gemacht hast, ist es besonders schön, dass du mal rauskriegst, wie kann man das öffnen, gerade wenn man nur 1,60 Meter groß ist. Da ist der Stromanschluss. So, das heißt, du kannst Landstrom anstecken, wenn du am Campingplatz bist oder zu Hause und damit die Batterien laden. Okay, das ist sehr praktisch. Die Heizung ist daneben, Ja. die ist hier. Das Ganze ist natürlich geschützt während der Fahrt, kann man zuklacken. 16 Ampere. Und hier unten, ja, da ist ein spezielles Fach drin, da kann ich schmutzige Sachen reinmachen. Genau. Das habe ich gerade schon entdeckt. Ich liebe Fächer. Du liebst Fächer? Ja, irgendwie liebe ich Fächer und Stauraum. 70 Kilogramm kann man reinmachen. Er ist sogar ein Loch drin, da kann das Wasser ablaufen in der Mitte. Dafür ist es gedacht, dass man es ordentlich sauber machen kann. Ja, wir gehen mal hinten in die Garage rein und gucken uns das Heck mal an. Dass wir da mal ein bisschen drauf schauen können. Hier haben wir eine zweite Klappe. Mach mal auf bitte. Sind alle offen. Einfach ziehen. Ne, einmal drehen. Ich nehme alles zurück. Überhaupt das Gegenteil. Wir haben uns nämlich gerade eben alle Klappen öffnen lassen. Genau. Die 2021er sind gerade erst gekommen. Wenn die vom Werk kommen, sehen die so aus. Da sind diese Ausgleichspolster mit drin. Die brauche ich nämlich für meine Spielwiese, liebe Steffi. Und das nimmst du dir jetzt mal bitte unter den Arm, das Polster. Da ist auch die Leiter mit drin. Das ist auch ganz leicht. Ist ganz leicht. Ja, es ist super leicht. So, genau. Dann gehen wir mal kurz zur anderen Seite hin und gucken da mal kurz rein. Auch da. Ja, die haben zunächst mal zugemacht. Das ist gut. Außendusche. Eine Außendusche finde ich immer praktisch. Also ich bin ja Hundebesitzer und ja, gerade bei dem Wetter, ne, finde ich das super. Oder E-Bikes mal abspritzen. Hier ist eine 230 Volt Steckdose ist mit drin. Da ist übrigens nochmal der gleiche Wohnraumteppich mit drin. Das kann man auf Wunsch mitbestellen. Dass, wenn mal irgendwas passiert, kann man das ausbessern. Die kleine Leiter ist mit drin, das werden wir gleich erklären. Und ein Riesenplatz und eine große Öffnung, dass man auch Fahrräder einfach reinmachen kann. Das sind die Fenster. Ich meine, wir sprechen hier über ein Fahrzeug, wir werden gleich mal den Preis verraten, der knapp über 50.000 Euro kostet als neues Wohnmobil. Und viele Menschen in dieser Größe, in dieser Länge, die verkaufen ihr Auto und fahren damit sogar zum Einkaufen. Tatsächlich. Ja, weil die sagen, ich brauche kein zweites Auto mehr und das ist ja nicht so lang. Also ich schaue mal kurz die Länge. Hier vorne sind die technischen Daten drin, die wir haben vom Pilote. Und da ist es das 696 GJ. Ich schreibe die auch nochmal drunter, die technischen Daten. 21, gerade erst eingetroffen, 53.900 Euro. Und ja, wir schauen am besten mal rein. Im P696 Essentiel. Werden in Frankreich gebaut. Das ist die Aufbautür mit Fensterchen mit drin. Und auch 2 Ablageflächen. 2 Ablageflächen. Ja, der Einstieg ist sehr, sehr einfach. Geh mal rein, bitte. Also flach ist der Einstieg, ne? Das finde ich auch immer gut. Man muss jetzt nicht irgendwie, wer weiß, wie hoch steigen. So, und hier vorne habe ich dann noch Fächer und hier kann ich mich festhalten. Hier ist das zentrale Bedienpanel. Ist jetzt nicht angeschlossen, hat keinen Strom. Aber das Besondere ist, hier oben drüber ist ein Hubbett, Steffi. Ein Hubbett? Ja, das ist elektrisch. Das kannst du rauf und runter fahren. Hier ist das, alles Da klar. ist das, genau. Okay, guck mal. Und das Alles ist, anders, das finde ich so spannend. das heißt, du kannst ja aus dem Weg gehen, wenn du mal mit 4 Leuten fährst. Das ist die Sitzgruppe. Die ist komplett, ich sag mal, wie man das kennt, im klassischen Stil. Und da kann man sich dann einfach mal hinsetzen. Mach die, Steffi, mal. Setz mich mal rein. Und wenn du vorne den Sitz dann drehst, also entweder den Beifahrersitz oder den anderen, dann kannst du dich praktisch gegenüber sitzen. Diesen Tisch kann man verstellen, der ist im Moment gelockt. Siehst du, da ist so ein kleines den kann Ding. man verstellen. Genau. Und kann man das rausmachen. Also das Und ist hat jetzt dann- wahrscheinlich für die Klappe, denke ich mal. Und Genau, wenn du es nochmal runter machst. Wahrscheinlich ist er genau schon aufgewesen. ja, So, und jetzt kannst du ihn hin und her schieben. Ja, das Fahrzeug ist made in France. Die Trikolore darf natürlich nicht fehlen, die ist hier hinten drin. ja, genau. Das ist ein schönes Leder.
Und die Kopfstützen sind oben eingelassen. Auch das finde ich sehr schick hier mit der Aufgesetzten Naht. aufgesetzten Naht. Das hat einfach was Schickes. Ja, auch hier Und es wird nicht so schnell dreckig. so Schlaufengardinen auch, die da sind, ganz modern. Das ist das Fenster, von dem ich erzählt habe, was wirklich für unglaublich viel Licht sorgt hier im Raum. Gerade wenn ich hier sitze, ne, in der Sitzgruppe, dann ist es natürlich toll, wenn das hell hier ist und nicht so düster. Das kann man auch verdunkeln. Die Verdunklung oben ist übrigens ganz interessant gelöst. Wir fahren das mal ganz kurz rein. Dann geh mal bitte nach vorne. Und genau, geh mal durch. Siehst du da unten diesen kleinen schwarzen Balken im Fenster drin? Siehst du den da unten? Ja. Wenn du den mal zu dir ziehst. Mit beiden Händen, genau. So, da kannst du komplett, man kann es auch ganz hochschieben, dann ist es zu, siehst du? Und dann kann keiner mehr reingucken und das Ganze hat Sekunden nur gedauert. Und du kannst damit alles verdunkeln. Ich war jetzt ganz vorsichtig. Ne? Ich bin immer ein bisschen ängstlich, dass ich irgendwas kaputt mache, was gar nicht geht, weil es alles robust, aber es geht wirklich zack, zack. Schön ist, du kannst jetzt runter machen und kannst nur oben offen lassen, so ein bisschen. Dann kann man noch rausgucken, aber die anderen können nicht mehr reingucken. Weißt du, was ich meine? So ist es so. Ja, wenn du nochmal ganz runter machst, bitte. Dann mal schauen, wie der Ausblick ist. Wir haben einen Teil integriert und das bedeutet, das Fahrerhaus ist noch original. Und ja, hier habe ich noch original den PKW vorne. Und ja, das ist das, wie du es kennst, oder? Also im Prinzip sitze ich hier wie in einem kleinen Bulli. Man hat gar nicht das Gefühl, dass es so riesig ist. Das ist das meistverkaufte Nutzfahrzeug Europas, der Fiat Ducato. Mit 6-Gang-Schaltgetriebe. Und je nach Motorisierung kannst du den richtig sportlich kriegen. Also mit richtig viel PS, großem Motor, sogar mit einer 9-Gang ZF-Wandlerautomatik. Das gibt es jetzt auch. Da ist die Klimaanlage in der Mitte, siehst du zwischen den beiden Reglern unterm Radio. Die kann man anmachen. Und oben hast du dann so ein Touch-Radio mit Android. Kannst du Apps machen, Navis und so weiter einmachen. Ja, man hat ein System zum Verdunkeln, ist in der Tür drin. Das ist hier unten drin. Das wird einfach hochgezogen, dass ich die Seitenscheiben auch noch dunkel machen kann. Ich finde es sehr übersichtlich. Guck, das funktioniert so wie eine Art Fächer. Das kann ich dann nach oben ziehen. Da ist ein Magnet drin, geht ruckzuck. Genau, geht ruckzuck. Magnet ist auch noch sehr fest. So, und dann habe ich natürlich die Flaschenhalter. Ich habe hier einen Wohnraumteppich im Moment mit drin, dass man da vorne auch mal sitzen kann. Ja, hier oben das große Fenster und natürlich das Hubbett. Das heißt, also hier oben drauf habe ich nochmal alles das, was man hier unten sieht, als Liegefläche und kann dieses Hubbett auch nochmal runterlassen, komplett. Das heißt, wenn ich mal einzeln schlafen möchte, kann ich beide Türen schließen. Da 2 Türen in der Mitte zwischen Bad und Wohnraum ist nochmal Schlafraum ist nochmal eine Tür. Und da kann ich dann zumachen und habe dann oben die Matratze, kann sogar die Bettauflagen einfach liegen lassen. Ja, und es sieht keiner und es sieht aufgeräumt aus. Auf jeden Fall. Habe ich eine kleine Zweiraumwohnung hier, ne? Ja, die auch keinen Platz wegnimmt, weil das Bett im Alltag merkst du es nicht. Wenn du mal drunter durchläufst, dann sieht man mal, du bist 1,60 Meter. Du hast so viel Platz, dass du 2 Meter Stehhöhe ungefähr hast hier drin. Also selbst große Menschen stoßen sich nicht an dem Bett. Und da gibt es hier eine Stufe, das zeige ich mal gerade, die ist hier. Dann geht man dann einmal hoch und dann bist du auch wieder auf 2 Meter Höhe, weil du, also ich bin 1,83 und habe bestimmt noch hier 10 Zentimeter Platz. Genau. Kein Problem. Also da ist das Hubbett. Für große Menschen. Elektrisch, kann ich rauf und runter lassen. Das geht mit Bändern. Das kann man in jeder Position kann man das auch stoppen. Man muss es nicht ganz runterlassen. Und was wichtig ist, das landet ja anschließend hier. Das heißt, das stützt sich ab auf diesem Brett hier, sodass du immer noch drunter durchkrabbeln kannst. Also wenn du dich mal ein bisschen klein machst und drunter machst, dann hast du immer noch einen Notausgang. Weißt du, was ich meine? Genau. Ja, das passt. Kann ja mal sein, irgendwas passiert. Passiert nichts. Passiert nichts. Lampen sind eingebaut, dass auch schön hell ist. Bitte? Lampen sind eingebaut, sagte ich. Hier vorne hat man noch einen Schrank. Der Schrank fährt übrigens mit rauf und runter. Ah, das ist ja auch spannend. So, den machen wir mal auf. Der hat auch wieder hier diese Clipverschlüsse. Die man so drückt quasi. Genau, die man so drückt, damit die Schubladen auch nicht klappern, ne, während der Fahrt. Da ist übrigens der Es Motor. gibt ja nichts Furchtbareres, als wenn irgendwas klappert im Auto. Da ist übrigens der Motor von dem Hubbett. Und da vorne siehst du da diese kleine Öffnung, wenn du mal runter machst. Genau. Ja. Siehst du die kleine Öffnung? Das ist die Notentriegelung, glaube ich, fürs Ja. Hubbett. Da kannst du also einen Zapfen reinmachen, wenn mal gar nichts mehr geht, dann kannst du es manuell rauf und runter machen. Okay. Das ist für viele auch wichtig. Ja, Küche, die ist jetzt hier natürlich in so einem Fahrzeug jetzt nicht so groß wie die Showküche von den Sterneköchen, aber es langt.
Also ich finde es ausreichend und wenn man kleine Gerichte kocht, wir haben hier 2 Gasfelder. Reicht auch. Im Prinzip nutzt man ja meistens nur 2, oder? Es sei denn, man macht jetzt so eine Elektrische Weihnachtsszene. Zündung auch mit drin. Das heißt, du brauchst keinen Streichholzieher. Siehst du da den Schalter da vorne, den kleinen? Ja. Genau, damit kann man zünden. Dann ist eine Abdeckung drin, dass ich eine ebene Fläche habe. Kann ich hier auch nochmal als Ablagefläche nutzen, finde ich auch gut. Und auch eine große Spüle. Und viel Stauraum. Einmal oben drüber habe ich sogar eine Dunstabzugshaube, die ist drüber. Habe das Fenster direkt an der richtigen Stelle. Ein großer Schrank ist drüber. Kann ich also auch nochmal Sachen reinmachen. Genau, 2 Regale. Und diese kleinen süßen Regale. Ich finde ja so Details immer schön. Ne? Es ist einfach ja, stylisch und süß. Wohnlich. Wohnlich, genau. Im Moment voll in Trend. Hier vorne habe ich eine Lampe drin, die kann ich einfach anmachen, dass ich so eine punktuelle Beleuchtung habe und nicht so ein Stallaternenlicht, so indirekt. Das kommt den Leuten ja sehr entgegen, dass man nicht angeleuchtet wird, zumal die Lampe vom Wohnraum ja auch sichtbar ist. Mach mal bitte auf. Candlelight Cooking sozusagen. Besteck. Haben wir hier oben? Ne, hier ist die Spüle. Das ist die Spüle. Besteck. Und auch das, ich durfte es ja gestern mal machen. Ich habe mich nicht richtig getraut, aber ich mache es jetzt mal. Feste. Ja, zieht sich selber ein. Allerdings, wenn die Schubladen voll sind. Also das Problem ist, wenn sie ganz leer sind, dafür sind die Systeme gar nicht gedacht, weil die ein bisschen Schwung brauchen. Aber vielleicht könnte es unten gehen, aber ja, da geht's, siehst du? Das ist bei den größeren, die haben so viel Masse, da geht es wahrscheinlich direkt. Mach mal zu. Ich schieb mal. Ja. Soft Close. Soft Close. So, die nächsten daneben. Und ich mag ja ich meine, das ist natürlich Geschmackssache. Über Geschmack lässt sich streiten, ganz klar. Aber ich mag einfach so diesen Metallic Look. Auch nochmal eine große Schublade. Und die Größe dann da drunter. Da kann ich ja noch Töpfe und Pfannen Genau, und so weiter. Ja. Oder ein bisschen tiefer. Und noch eine ganz unten. Die da ist also genug für alles, was ich mitnehmen möchte. Ja, Kühlschrank ist hier auf der Seite, Dometic. Auf der linken Seite geht er wahrscheinlich auf. Und der hat ein Eisfach oben drin. Mhm. Das mach ich mal auf. Oh. Du bist so zögerlich. Ja, ich habe immer Angst, dass ich irgendwas kaputt mache. So. Das ist so. Du hast auch recht. Es ist neu, aber... Ja, knatschneu. 2021er Modelle. Für Sie Es riecht gefilmt auch schon. alles neu. Das finde ich immer so schön. Ich liebe das. Und drunter ist ein kleines Fach. Wahrscheinlich muss man drücken, damit es aufgeht. Linke Seite. Nochmal draufdrücken. Links. Nee, es geht zu. Ist wahrscheinlich die Technik drin. Nee, geht nicht. Gut. Also oft ist da die Technik drunter, die Aber hier haben wir noch versteckt wird. einen Schrank. Aber man kriegt übrigens eine Einweisung Ah, okay. Ach, guck mal. Hier hast du den zum Ausziehen. für den Fernseher. Die Möglichkeit. Da ist so ein kleines silberne Lasche. Siehst du die? Ja. Wenn du die zu dir ziehst, quasi, in die Richtung zum Fahrerhaus, die Lasche. Die Lasche. Ich bin auf Warte, der ich zeig's dir mal anderen gerade. Seite. Ich seh's nicht. Da. Ah, okay. Da könnte es sein, dass man das so rausziehen kann. Siehst du? Genau, dann kann man hier den Fernseher befestigen. Also Einweisung übrigens mehrere Stunden bei so einem Wohnmobil. Du Ja, kriegst braucht- alles gezeigt, erklärt. Braucht man auch, denke ich. Ich glaube, da muss man nicht Weil selber probieren. Da Und hat man dann irgendwie Funktion und nutzt die gar nicht. Das wäre ja total schade. cool ist, du kannst jetzt drehen. Du kannst den Fernseher Zum Wohnbereich. im Bett schauen Ja. oder in der Sitzecke. Und wenn du, Oder als Beifahrer. wenn du gar keine Lust mehr hast, dann kannst du ihn einfach wieder einklappen und dann ist er weg. So, der wird natürlich auf Kundenwunsch montiert. Schieben wir jetzt wieder vorsichtig rein. Wenn man das gerne hätte, dann links daneben ist ja dann noch ein kleines Schränkchen mit der Heizungssteuerung mit drin und da ist die Steuerung auch fürs Hubbett, siehst du, elektrisch. Ja, alles elektrisch. Muss man nichts heben. So, oben drauf, Um auch nochmal Platz. Also So. Platz hat man auf jeden Fall genug. glaube ich, ganz wichtig. Ja, ich habe mehrere Schlafbereiche, also ich habe hier dann diesen Bereich, wo ich die Sitze drehen kann vorne, kann also hier eine komplette Rundsitzgruppe quasi machen mit insgesamt diesem Sitzplatz hier, der da ist. Genau, Habt ihr wenn vorne- ich den Tisch ziehe, ne, dann sitze ich ja dann bin ich ja dabei sozusagen. Ich setze mich jetzt mal dahin. Genau, ich gehe mal ein bisschen weiter weg, dann zeige ich mal die Gesamtsituation. Die beiden Stühle vorne kann man drehen und du kannst damit 1, 2, 3, 4, 5, ja, nee, sogar mehr. Ich denke 5 bis 6 könnte klappen. Ja, stimmt.
Genau, und hier oben kann man dann schlafen, kann dann alles wegmachen. Hier ist das Hochbett mit drin. So, jetzt kommen wir mal zum wichtigsten Bereich, denn Noch was entdeckt. bitte, was hast du entdeckt? Hier ist noch ein Fach. Zeig mal. Hier ist auch noch ein Fach. Ah, ein Schuhfach. Ja. Ist auch nochmal richtig Platz. Es geht richtig hinten rein. Das ist nämlich direkt, wenn man reinkommt. Ja. Ich zeige das mal gerade. Das ist hier im Eingangsbereich. Jetzt bin ich draußen. Du läufst quasi direkt aufs Fach zu, bist da drin und du darfst mal aufknibbeln. Darunter ist nämlich noch ein... Nee, unten drunter, unter der... Siehst du, da drunter im das Boden Fach meinst versenkt? du. Ja, das Genau. habe ich auch gerade schon gesehen. Genau. Ja, ist noch früher Morgen bei mir. Sonst sind die Hinweise So. besser. Das ist der Wassertank. Ah, okay. Ja. So, und das an der Seite, der Elektroteil, das ist einmal die Pumpe bzw. auch der Füllstand, dass du sehen kannst. Also der misst das und zeigt das am Computer an, wie viel Frischwasser noch drin ist. Meistens 100 Liter, die man dann hat. Das ist so das Geheimfach. So, und jetzt kommt ja die Spielwiese. Wir haben einen Polster schon mal in die Mitte reingelegt, 2 Längsbetten. Das heißt, ja, kleines Detail, zeig mal gerade, in 2021er mit Magnet. Ja. Wenn ich so nach vorne ziehe, dann hört man das nicht, aber hier sind Magnete. Und dann kann ich das einfach wieder hier so, zack, dran klicken. Und es Und dann klappt hält das richtig. Ganze. Also nichts mehr mit Klett. Nee, kein Klett. Das ist auch gut. Das ist übrigens bei vielen Polstern so gelöst. Wenn du das da hinten mal gerade losmachst, ob da auch ein Magnet dran ist. Mal schauen. Ich schau mal, wie ich hier Überraschung. durchkomme. Überraschung. Guck mal, jetzt ist gut, dass ich so klein bin, oder? Gut, der Sitz ist nicht gedreht. Ja. Auch Magnete. Auch Magnete. 3 Stück. Mach mal rein. Ja. Ach, Klack. das, Ein schönes Geräusch. ja, ist ein neues Gefühl. Also das Geräusch, das schafft Vertrauen, weil dieses Klett, wenn du das abreißt, das ist irgendwie Aber auch bei den Schubladen, wenn das so Klick macht, das ist einfach schön. ein schönes Gefühl. So, ich zeige mal gerade den Gesamtraum, wenn er mal leer ist. Also 2 Betten links und rechts. In der Mitte kann ich es entweder unbesetzt lassen als Einzelbett. Und das Besondere hierbei ist, Steffi, das sind die Stufen. Das heißt, ich kann also sehr, sehr bequem einsteigen hier auch. Ja, das haben wir schon festgestellt. Man kann ja prima lesen hier hinten. Genau. Hier ist nämlich kein Schrank. Und viele sagen dann, was, da ist kein Schrank. Das hat aber riesen Vorteile, wenn da kein Schrank drin ist. Denn man kann nämlich... Steffi zieht mal kurz die Schuhe aus. Ich zeige in der Zeit auch schon mal den Rest. Und dann gehen wir mal kurz aufs Bett drauf, denn man hat irre viel Platz. Also es sind gute 2 Meter Länge, die ich jetzt hier habe. Oder 1,80 Meter, 1,90 Meter. Auf jeden Fall so viel. Keiner liegt ja komplett gerade, wie so eine Ölgötze. Doch, ich liege immer so. Du liegst immer so. Ich liege immer so. Und morgens liege ich dann irgendwie immer so. Aber, nee, man hat aber wirklich viel Platz. Also, selbst wenn ich mich jetzt lang mache, dann... So, jetzt bist du ganz lang. Jetzt bin ich ganz lang. Inklusive Arme. Inklusive Arme. Und ich komme ganz leicht an die Wand. Also, es ist echt genug Platz. Das ist toll. So, jetzt kannst du dich hinsetzen. Guck mal. Und das ist das Besondere, wenn da kein Schrank ist. Das finde ich super, weil ich lese ja total gerne. Und dann kann man sich hier ganz gemütlich hinsetzen mit einem Buch und ganz nebenbei gucken, was die Nachbarn so schreien. Toll. Ganz unauffällig. Ja, du hast ein paar Sachen schon entdeckt im Vorfeld, nämlich dieses Ausgleichspolster. Ich ziehe es mal gerade raus. Das ist die Möglichkeit. Warte mal. Soll ich dir mal helfen? Toll. Nee, es geht. So, jetzt ist es komplett draußen. Ich filme es mal gerade von ganz hinten. Das ist die Situation quasi, wenn ich eine Spielwiese habe und das Polster ist hier vorne. Hol's mal gerade, Steffi. Das liegt hinten drin. Das muss man gar nicht mitnehmen, wenn man weiß, man braucht es sowieso nicht. Ansonsten legt man es einfach in die Mitte rein und hat dann einen großen Bereich. Diesen Bereich. Genau, wenn du mal gerade die beiden Polster mal tauschst. Das heißt, du machst das kleine mal nach hinten. Das kleine nach hinten? Genau, also hier zu mir. Ach so. Und schiebst das mal durch. Dann hat man hinten nämlich eine gerade Fläche. Ja. Und hier vorne, das ist ein bisschen breiter und deswegen lässt sich das viel einfacher einlegen, weil das vorne eingekerbt ist. Siehst du es? Ah, ja. Das passt genau da Wie ein rein. Puzzle. Wie ein Puzzle. Das passende Puzzlestück. So, wenn du das Ganze jetzt noch ein bisschen durchschiebst, ein kleines bisschen. So, richtig feste. Wahrscheinlich kann man das von unten dann besser, aber Genau. So, und dann passt das nämlich genau rein. Du musst das vordere Polster ein bisschen durchschieben. Genau. Und jetzt sieht man nämlich, das ist hier Workout. wenn man es einmal gemacht hat. Und es passt wirklich genau perfekt rein. Ja. Und üblicherweise sind die Bettauflagen, die sind übrigens dabei, die hier da sind. Das ist wahrscheinlich, wenn man wirklich sagt, man möchte sich mal ein paar Minuten ausruhen und nicht unbedingt die Schuhe ausziehen, oder?
Oder würde ich jetzt mal so ganz spontan. Boah, das könnte sein. Aber ich kann es ja nicht genau sagen. Wahrscheinlich haben die das mitbestellt, damit es nicht so dreckig wird, wenn einer wirklich mal die Schuhe hier drauf ist. Sieht schön aus. Und du hast eine riesen, guck mal hier, dieser Bereich ist jetzt komplett durchgehend ein Bett. Die Leiter, die hinten drin liegt, die kann man dann benutzen, um prima einzusteigen. Die wird hier vorne eingehangen an der Stelle. Und ja, dann quasi habe ich den Raum maximal vergrößert zur Spielwiese, kann aber nicht mehr so gut einsteigen. Das ist der Nachteil. Ja, wenn man sportlich ist. Als Camper ist man sportlich, da klappt das. Ja, Aber nicht was so- ich so schön ja. finde, man kann ja hier nicht nur schlafen, sondern du kannst ja hier auch rumlümmeln, rumliegen, gammeln, lesen, Fernsehen gucken. Also man kann sich auch wirklich bei Regen hier einfach mal aufhalten. Ne? Und Ja, hier ist so ein Fenster. Großer Schrank ist drin. Eine Stereoanlage ist mit drin an der Seite, die ist schon eingebaut. Zumindest mal die Lautsprecher. Hier vorne habe ich dann nochmal einen großen Schrank. Unten drunter kann ich hier Handys. das ist praktisch. Du kannst direkt dein Handy anstecken und hier ablegen. Und guck mal, hier ist auch noch eine Leselampe an der Seite. Ja, Siehst auf du der die? anderen auch. Ist jetzt nicht an. So, und hier vorne habe ich dann noch einen Schrank, der recht groß ist. Und jetzt kommt es aber noch besser. Ich habe zwei große Schränke, die werden wir gleich mal zeigen. Der ist schon mal groß, da kann ich Socken und Co. reinmachen. Da komme ich sogar ran. Von der Seite, ich zumindest in meiner Größe, ansonsten müsste man draufsteigen, wenn ich nicht auf dem Bett bin, was ja viele auch möchten. Und es geht tief, ne? Also es ist auch jetzt wirklich hier, liegt schön drin. Es kann nichts rausfallen, selbst wenn das Fach auf ist. Weil da so eine Kante ist, gell? Weil da eine tiefe Kante ist, genau. So, komm mal runter, wir bauen das nochmal kurz zurück, denn ich will dir noch was zeigen. Das ist nämlich der Kleiderschrank. Du vermutest schon, wo er ist? Ich denke mal da unten. Da unten. Gucken wir nach. So, So, einmal die Schuhe. Polster weg. Und dann mal reinschieben. So, und Auch jetzt? alles ganz leicht, ne? Es ist Ach, jetzt guck mal kein- hier, das Polster hier, das große Polster kannst du immer liegen lassen, wenn du willst. Ja. Das heißt, wenn du jetzt die Fläche nicht benutzt, um da was abzulegen, dann kann man das Polster einfach liegen lassen. Und ja, jetzt kommt's. Warte mal, ich komme mal kurz zu dir. So, hier unten ist eine Öffnung, da ist eine Tür drin. Und die kannst du öffnen. Und jetzt kannst du das wahrscheinlich hochheben, obendrauf. Guck mal. Pass auf deine Füße auf. Ja. Siehst du? Einfach mal hochheben, den Deckel. Und da ist eine Gasdruckfeder drin. Und dann kommst du komplett, vollkommen problemlos, musst dich nicht bücken, Und du kommst musst- an alles ran. Und du musst es nicht halten, ne? Also du kannst die Matratze so hochschieben und es hält von alleine. Das hast du auf beiden Seiten. Du hast Ja. zwei ganz riesige Kleiderschränke, wo du also dann auch Jacken und so weiter reinhängen kannst und kommst einfach dran, ohne dass du irgendwas, ich sag mal, machen musst. Das ist also auch ziemlich cool. Hier könnte auch ein Hund drin sein. Die Tür kann man ganz leicht ausbauen. Da sind einfach nur so Scharniere drin, sodass man den Raum auch zum Beispiel auch als, ich sag mal, Möglichkeit nutzen kann, dass der Hund unterm Bett liegt direkt. Als Hundehütte sozusagen. Quasi. So, ich Also mach bei wieder uns wäre das optimal. Mit 3 kleinen Windspielen, die da rein, die fühlen sich dann auch so ein bisschen heimelig. Das gleiche auch auf der anderen Seite. runter. Ja, Hunde mögen das. Die brauchen immer so eine Höhle. Da ist auch nochmal, mach nochmal auf. Hier ist auch nochmal eine Höhle. Und auch da mal hochheben. Im Prinzip dasselbe. Nee, das geht nicht, gell? Doch, geht auch. Geht auch? Stark, geht auch. Geht auch. Also auch hier habe ich den Kleiderschrank komplett zugänglich. Muss mich nicht bücken, kann von oben einfach ran und kann dann die Kleider reinhängen auf beiden Seiten. Fehlt bei vielen Autos. Also da muss man sich dann bücken. Das ist sehr, sehr unangenehm und hier habe ich wirklich viel, viel, viel Platz. Prima. Ja, du stehst schon an der richtigen Stelle, Steffi. Mach mal die Tür zu. Da oben ist so eine kleine Entriegelung. Siehst du die? Okay. Tschüss. Tschüss. Und dann kann ich, wenn ich schlafe oder ich will einfach, dass niemand mir ins Schlafzimmer guckt, einfach hier zumachen und habe den Schlafzimmerbereich komplett geschlossen. Und jetzt ist auch das ganze Raumklima, war auf einmal trockener, Steffi. Bitte? Das Raumklima war ganz trocken vom Ton her. Das heißt, also der Schall war weg. Du hast ja dann noch das Bad. Mach mal auf, bitte. Man kann sich so ein bisschen mal zurückziehen, wenn man das möchte. Ist vielleicht auch mal nicht schlecht. Die Toilette hat eine eigene Tür, die man aber auch zur Abtrennung benutzen kann nach vorne. Ja, die Franzosen, die haben das gut drauf, denn in Frankreich möchte man gerne einzeln auf Toilette gehen. So ein Raumbad, also Frankreich, Italien, alle südländischen Männer, die sind nicht so, die wollen gerne, wenn sie ihr Geschäft machen, alleine sein. Also ich auch. Du auch? Du nicht? Ja, ich zelebriere das, wenn die ganze Familie was mitkriegt. Echt? Nee, also ich habe auch gern meine Ruhe dabei.
So, oben hat man einen Abzug, da kannst du also richtig schön Durchzug machen. Und wir haben dort eine Tedford-Toilette, drehbar. Darunter ist so ein kleines Detail, das magst du, gell, mit der Klopapier. Ich weiß nicht warum, aber ich mag halt so kleine, ja, so Details. Meine Freunde sagen immer, du magst immer so einen Schnickschnack, aber Schnickschnack ist ja auch Da ist nämlich die Klopapierrolle sinnvoll. innen. Genau, die Klopapierrolle hängt man dann da rein und dann hängt eben hier, das ist ja auch platzsparend, ne? Und hier zieht man das dann raus. Das ist toll. Ja, großer Spiegel, beleuchtet natürlich, oben 2 Lampen drin. Hallo. Und da ist ja dann noch ein Schrank, wo Plexiglas drin ist, dass du sehen kannst, was dahinter ist. Das finde ich auch Oh ja, das zeige ich mal, das Detail. gerade so als kleine Person. Handtuchhalter hier drin? Hier sind auch 2 Haken, hast du gesehen? Nee, noch nicht. Guck mal Zeig hier. mal. 2 Ich glaube, Haken kannst du nicht genug haben. Haken kann man nicht genug haben. Haken und kleine Ablageflächen. Hier hast du auch noch eine. Mhm. Da kann man dann feuchtes Toilettenpapier, BBs. Handtuchhalter hast du gesagt, ne? Das war der hier. Ja. Für lange Lichtschalter und die Dusche, die riesig ist mit dem Metall. Das gefällt dir gut? Ich liebe Metall. Das hat so was Elegantes. Was Wertiges. Ja, was Hochwertiges, genau. Ich gehe mal rein. Bitte. So, die Schuhe sind drin. Vorschlag, Steffi. Du hast eine Stufe sogar in der Dusche. Ja, der Vorteil ist, dass dann das Wasser abläuft und der untere Teil von der Dusche, so wie ich das sehe, ist der mit einem Gefälle versehen, sodass das Wasser immer in die richtige Richtung läuft. Das könnte der Fall sein. Du kannst auch hier Kinder auf den oberen Bereich zum Beispiel hinten Hinsetzen. draufstellen. Oder. Genau, dass sie ein bisschen höher sind. Und guck mal, ich stehe jetzt auf der ersten Stufe und habe immer noch mega viel Platz. Wenn du ganz groß bist, dann kannst du den Kopf mal da oben Kannst du reinstellen. deinen Kopf aus dem Fenster halten? Ja, nee, man hat echt Platz. Also ist So, wirklich. da ist die Duschabtrennung aus Glas. Plexiglas mit drin, kann man auch verriegeln. Guck mal, wie das hier funktioniert. Aber das hatten wir, glaube ich, gestern schon, ne? Ah, guck, heute weiß ich's. Heute weiß es. Heute weiß ich's. Ja, man kommt ja nicht drum rum, dass man was lernt. Man lernt auf jeden Fall dazu, oder ich lerne auf jeden Fall dazu. Ja, man sieht's, ne, wie ich lerne. Ja, das macht nichts. Naja, Hey, aber so und- im Prinzip wird die Dusche dann geschlossen. Genau, wenn du es einmal kurz unten mal triffst, jetzt machen wir sie einmal zu, weil wir schon dabei sind. Und jetzt mal drücken. Ah, ich habe immer Angst. Naja, ist nichts passiert. Nee. Aber Da, so macht man das, ne? da ist die Steffi. Ja. Und ziehst mal zu dir rein. That's it. Und wieder zufalten. Da kann nichts passieren. Das ist schon erprobt. Ja, dann, wenn ich was kaputt mache hier direkt, dann arbeitest du nie wieder mit mir zusammen. Das Schöne ist, ich habe es ja gefilmt. Dann ist der Schuldige auf Tape. Ist das geil. Super. Ja, wir gehen mal raus. Dann haben wir im Grunde genommen mal alles gezeigt. Hier vorne ist dann nochmal der Bereich mit dem Ausblick. Ja, das Ganze für etwas über 53.000 Euro mit Hubbett, allen drum und dran. Am besten muss man sich da eigentlich mal ein Angebot machen lassen. Wir sind in Mülheim an der Ruhr an der großen Wohnmobilstraße und ja, RS Reisemobile hat uns die Fahrzeuge brandneu zur Verfügung gestellt, die 2021er von Pilote. Da sind sie. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir gucken mal gerade, die Steffi zieht sich noch die Schuhe an. Machen wir Abmoderation. Der P696 GJ Modelljahr 2021 auf Basis Fiat Ducato. Danke fürs Zuschauen und wenn Sie ja wollen, bei uns bei YouTube, wenn Sie das auf YouTube sehen sollten, machen Sie ruhig mal ein Abo rein und dann bekommen Sie die neuesten Videos kostenlos frei Haus geliefert von uns. Danke fürs Zuschauen.